Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Köln und wir haben euch bei uns auf dem Kanal ja schon mehrfach den Polestar 2 vorgestellt mit der Dual-Motor-Variante, heißt vorne und hinten ein Motor. Und heute habe ich für euch die Long-Range-Variante mit nur einem Motor, also dem Single-Motor. Und falls ihr heute alles zu der wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam in diesem Review machen? Wir werden ihn optisch anschauen, wir werden den Innenraum anschauen, den Kofferraum und ihn natürlich auch gemeinsam fahren, weil darum geht es ja in diesem Review. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich jetzt vor allem hier bei dem Polestar 2 lohnen, denn ihr profitiert hier von einer Dienstwagensteuer von 0,25%, heißt ihr bezahlt nur ein Viertel im Vergleich zum Verbrenner und vor allem von einer Förderung von bis zu 10.000 €, wie viel ihr jetzt hier bei der Variante bekommt, erzähle ich euch am Schluss. Das war jetzt ein bisschen badisch. Und zwar bekommt ihr jetzt hier 6 verschiedene Lackvarianten. Hier haben wir jetzt das Schwarz drauf, das kostet keinen Aufpreis. Die anderen Farben kosten alle 1.000 €, kann man sich relativ einfach merken. Und es gibt ein paar Ausstattungspakete jetzt bei dem Single-Motor. Einmal ist es Pilot, haben wir jetzt hier drauf, und es ist Plus, haben wir jetzt hier auch drauf. Pilot ist vor allem Assistenzsysteme, 360-Grad-Kamera und das Pixel-LED-Licht, das schauen wir uns gleich genauer an. Das andere ist eher so ein bisschen Ausstattung, da habt ihr eine Wärmepumpe und vor allem eben auch ein Glasdach, was ich sehr schön finde, schauen wir uns auch gleich an. Jetzt fangen wir hier erstmal an der Front an und Polestar ist ja ein Tochterunternehmen von der Firma Geely, gehört ja auch zu Volvo oder hat mal zu Volvo gehört, war damals die Designmarke oder die Performance-Marke, jetzt ist es eine eigenständige Marke. Es gibt den Polestar 1, wir haben jetzt hier den Polestar 2 vor uns stehen und deswegen erkennen wir auch viele Elemente eben aus dem Volvo wieder, wie beispielsweise die Leuchten. Und fangen wir mal bei den Leuchten an. Wir haben jetzt hier eben diesen Torx Hammer, optional hier das Pixel-LED-Licht auf beiden Seiten, eben 84 Pixel-LED-Leuchten, die das Licht eben ein bisschen besser machen. Serienmäßig bekommt ihr eben ein LED-Licht. Und ich bin auch sehr dankbar, dass da gerade ein LKW vorbeifährt. Es tut mir total leid, wir sind hier mitten in Köln, aber ich hoffe, ihr hört mir trotzdem zu. Vorne dann eben ja fast geschlossener Kühlergrill, hier sehr interessant mit diesem Quadratmuster, auch eben passend schwarz. Schwarz, auch das Logo ist hier jetzt schwarz, der Polarstern. Und hier unten dann auch wieder nur schwarze Elemente, ein bisschen Hartplastik hier unten, was natürlich praktisch ist, wenn ihr euch irgendwie mal was kaputt fahrt, ist es nur Plastik, was ausgetauscht werden muss und dann eben auch nicht so schwierig für den Geldbeutel. Von vorne sehr schöne Optik, weil Polestar möchte eine Designmarke sein. Polestar möchte schick sein und genau das schaffen sie. Und wenn wir jetzt hier in die Seite gehen, wird es interessant, denn wir haben jetzt hier ein Karosseriemodell, was jetzt gar nicht so typisch ist. Wir haben nämlich eine Limousine, die hochgebockt ist. 4,61 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Und das finde ich super schick von der Seite. Fällt mir aber auch relativ schwer, da Wettbewerber im Elektrobereich zu finden, weil es gar nicht so viele Karosserievarianten gibt. Tesla Model 3 ist auf jeden Fall ein großer Wettbewerber, aber vielleicht auch der Kia EV6 oder auch der Hyundai Ioniq 5. Findet ihr alle bei uns auf dem Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Für mich ist Polestar aber auf jeden Fall eine Marke, bei der Design sehr wichtig ist, nachhaltig sehr wichtig ist. Und in dem Fall haben wir auch noch sehr viel Reichweite. Wir haben hier nämlich die Long-Range-Variante und einen Frontantrieb. Heißt, wir haben jetzt nicht mehr wie bei der Dual-Motor-Variante vorne und hinten einen Motor, sondern nur noch vorne einen Motor. Sind ja jeweils die gleichen Motoren, heißt einfach einer fällt weg. Leistungsdaten erzähle ich euch dann später. Und ihr habt jetzt hier unten in dem Fall einen 78 Kilowattstunden fassenden Akku. Es gibt den auch noch als Normal Range, dann habt ihr einen 64 Kilowattstunden fassenden Akku. Falls ihr euch nicht mehr merken könnt, welche Variante ihr habt, könnt ihr es genau hier nachlesen. Hier steht nämlich Polestar 2, 78 Kilowattstunden und hier in dem Fall 170 kW, also umgerechnet 231 PS. Ist so ein bisschen aus der Mode, wenn man dann da drauf geschrieben hat, irgendwie so, keine Ahnung, hier wurden 10 PET-Flaschen recycelt, hier habt ihr das eben dann auch nochmal draufstehen. An der Seite ist jetzt wichtig, dass wir jetzt hier 19 Zoll Felgen oder 20 Zoll Felgen habt. Kommt mal her und schaut die mit mir mal gemeinsam an. Ich finde die Felge sehr, sehr schick.
Hier mit dem Silber, dann auch nochmal das Schwarz dazu. Wir haben jetzt hier die 19 Zöller, ihr bekommt aber auch größere Felgen, wenn ihr das möchtet. In der Mitte dann auch das Polestar-Logo. Hier drumherum Hartplastik, gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen rougheren Charakter. Relativ hochgebockt, habe ich euch ja auch schon gesagt. Der Wendekreis ist übrigens sehr gut. Wir werden nachher hier ein bisschen durch die Stadt fahren und das gemeinsam erleben. Und für mich sehr schick von der Seite. CW-Wert ist übrigens bei 0,27, das ist gut. Reichweite ist jetzt bei der Long-Range-Variante bei 540 Kilometer, bei der Normal Range ist es bei 440 Kilometer. Jan hat euch auch gerade noch das Glasdach gezeigt. Ich zeige es euch nachher noch von innen, weil das da viel besser aussieht. Hier könnt ihr ihn jetzt laden. Lasst euch nicht davon ablenken, dass jetzt hier Probefahrt buchen bei Polestar.com steht. Nein, wir machen keine bezahlten Reviews. Hier sind einfach nur Sticker drauf. Wir wollten euch aber die Variante unbedingt zeigen. Und ihr könnt ihn jetzt an der Haushaltssteckdose AC laden oder eben AC in der Wallbox laden mit bis zu 11 kW. Dann ist er in 8 Stunden voll von 0 auf 100%. Ihr könnt ihn aber auch DC laden, das funktioniert hier unten. Da könnt ihr ihn dann eben mit bis zu 155 kW laden. Da braucht er 40 Minuten von 0 auf 80% oder 35 Minuten von 10 auf 80%. Je nachdem, welche Maßeinheit man dann nimmt. Das kann man jetzt hier wieder einfach zumachen. Ich finde die Ladezeiten sehr gut. Genau, klappen wir mal zu und schauen uns jetzt das Heck an. Jan wollte euch, glaube ich, gerade noch den Sticker hier zeigen. 100% elektrisch. Ja, es ist ein 100%iges Elektroauto. Und hier hinten angekommen erinnert es mich aber überhaupt gar nicht an ein Elektroauto, sondern eher an so einen Dodge Challenger oder sowas. Warum? Weil wir hier eine sehr interessante Rückleuchte haben. Ist natürlich ein Wiedererkennungswert. Heißt, wenn man so einen Polestar auch nachts auf der Autobahn sieht, erkennt man den sofort. In der Mitte dann wieder der dunkle Polarstern. So ein leichter Entenbürzel, der nochmal da hochgeht. Wie gesagt, sehr guter CW-Wert bei dem Auto. Und hier haben wir jetzt relativ viel Plastik, aber das finde ich eigentlich schick gelöst. Hier dann auch nochmal mit dem Klavierlack schwarz, mit dem wir dann die Lackierung haben. Und jetzt gehe ich mal kurz hier durchs Kamerabild. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vielleicht noch übers Gewicht sprechen. Das ist ganz interessant. Der wiegt ja ungefähr 2 Tonnen. Die Dual-Motor-Variante wiegt dann nochmal 200 Kilo mehr, bzw. 300 Kilo. Und er zieht jetzt 1,5 Tonnen. Das ist gut für ein Elektroauto. 405 bis 1005 Liter Fassungsvermögen, das ist auch relativ gut. Schaut mit mir mal gemeinsam rein. Wir haben jetzt hier nochmal die Möglichkeit, so ein Teil hochzuklappen, um den Kofferraum 2 zu teilen. Warum macht das Sinn? Ja, einerseits können wir da hinten beispielsweise Taschen, Sporttaschen, Einkauf oder sowas reinmachen. Dann hebt sich das fest, fällt halt einfach nicht um. Andererseits könnt ihr eben hier dann auch nochmal vorne was laden, ohne dass das halt die ganze Zeit hin und her fällt. Auf der Seite habt ihr übrigens eine 12-Volt-Steckdose, die ist schon runtergeklappt. Ich mache sie euch mal schnell hoch, dann seht ihr es auch. Könnt ihr dann eben auch was aufladen. Ich persönlich hätte noch so eine 240 Volt Steckdose eben als normalen Stecker ganz gut gefunden. Hier an der Seite habt ihr dann auch nochmal so ein kleines Netz und hier auch nochmal einen Haken, beziehungsweise auf der anderen Seite. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist noch kurz die Hutablage hier aushängen. Zeige ich euch, wie das geht. Hier ganz einfach an so einer Schnur, ist auch sehr gut verarbeitet. Und ich klappe euch mal die Rückbank um, damit ihr das mal genauer seht. Ich bekomme hier die Tür auch einigermaßen auf. Man kann das jetzt nicht von hinten machen, man muss dann wirklich auf die Seite gehen. Ich mache es auch noch auf der anderen Seite. So, und hier habt ihr jetzt echt viel Platz. Alles sehr schön noch mit Vlies abgedeckt. Ich kann auch hier vielleicht mal die Auflage hier wegmachen, dass ihr es richtig seht. Das ist schon ziemlich gut. Wir werden gleich über Kopffreiheit sprechen, vor allem hinten. Das ist nämlich so eine Sache, der ist ja abgeflacht hinten. Eine hochgebockte Limousine. Ich mache das jetzt hier mal wieder rein. Hat ja alles seine Ordnung. Machen hier hinten zu. Elektrische Heckklappe, ist auch sehr luxuriös. Wir gehen jetzt noch gemeinsam auf die Rückbank. Ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Kommt mit. So, hier einmal durchgerutscht. Ich hoffe, ihr seht, ich mache mal hier die Mütze weg, dass ihr auch seht, wie viel Platz ich nach oben hin habe. Ja, ich würde fast sagen 2 Fäuste. Wir haben hier jetzt das Glasdach, was sehr schön ist, gibt ein schönes Raumgefühl, kann man aber nicht auf- oder zuschieben, das heißt, es ist fest. Da vorne übrigens dann auch noch der Polarstern nach oben hin projiziert, sieht sehr cool aus, auch wenn man jetzt hier hinten auf den billigen Plätzen sitzt, hat man da einen schönen Blick drauf. Nach vorne hin habe ich jetzt ja 1,5 bis 2 Fäuste Platz, die Sitze habe ich jetzt auf Jans Größe eingestellt, der ist 1,88 Meter groß. Wir haben jetzt hier innen das vegane Neopren, den veganen Neoprenstoff nenne ich ihn jetzt mal. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Neoprenanzug, nur ein bisschen fester. Stoff haben wir jetzt auch hier.
bisschen Seitenhalt gebende Sitze, sogar hinten, Mikrofaser nochmal in Kombination. Ihr bekommt auch optional noch eine Leder-Innenausstattung, die würde ich euch aber nicht empfehlen, weil passt irgendwie gar nicht zu dem Auto. Polestar guckt auch so darauf, dass sie halt sehr nachhaltig sind, sehr viel recycelte Produkte benutzen und Leder passt da irgendwie nicht rein. Aber wer für dieses Premium-Auto auch Premium-Innenraum möchte, 4.500 € kostet das oder sogar 6.500 €. Also das ist auf jeden Fall relativ teuer. Jetzt schaut mit mir mal hier vorne noch die Cupholder an. Haben hier jetzt auch nochmal so Ösen, die dann festhalten. Vor allem ist interessant, dass hier für die Armauflage die Höhe für mich auch sehr passend ist. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier vorne noch kurz hingucken. Und zwar habt ihr hier jetzt zweimal einen USB-C-Anschluss, heißt, man kann auch das Handy hier laden, auch nochmal eine Sitzheizung hinten, das ist jetzt eine Ausstattung bei dem Plus-Paket und die Lüftungsdüsen erinnern schon sehr, sehr stark an Volvo, aber ist ja auch gut, weil die sind ja ziemlich schick. Jetzt schauen wir mal noch gemeinsam in die Tür, ich rutsche hier mal nach vorne und hier haben wir jetzt eine Kombination eben aus diesem Neoprenstoff, hier auch nochmal Stoff hier an der Seite und hier unten ist Hartplastik, das ist aber gut verarbeitet, hat keine scharfen Ecken und Kanten. Und die Tür ist schon mal gut. Ich hätte mir vielleicht noch eine kleine Einstiegsleiste hier hinten gewünscht. Und als nächstes gehen wir noch gemeinsam vor. Und ich mache euch noch den Frunk auf. Da vorne gibt es nämlich noch einen Frunk. Und dann erzähle ich euch was zu den Leistungsdaten. Ja, hier vorne angekommen vielleicht erstmal. Hier habt ihr Platz für eure Ladekabel und hier kann ich sie euch auch mal zeigen. Eben fürs AC-Laden jetzt in diesem Fall müssen also nicht im Kofferraum nervig herumliegen. Sehr easy zu verstauen. Hier könnt ihr dann auch noch das Wischwasser wechseln. Sehr praktisch, man kommt hier überall dran und hat hier vorne eben sonst kein Chaos von Verbrennungsmotoren oder sowas. Und jetzt sprechen wir über die Leistungsdaten. Und es gibt ja jetzt die kleine Akkuvariante und die große Akkuvariante. Die große Akkuvariante hat jetzt 231 PS, die kleine Akkuvariante 224 PS. Sonst haben sie alle Leistungsstufen, alle Leistungsdaten gleich. Heißt 330 Newtonmeter in 7,4 Sekunden auf 100 und fährt Max 160 km/h. Falls ihr schneller sein wolltet, müsstet ihr euch die Dual-Motor-Variante nehmen. Die hat dann 408 PS, auch eine andere Reichweite. In diesem Fall ist natürlich jetzt interessant, warum haben die jetzt andere PS-Zahlen? Ja, das liegt daran, dass eben die 78 Kilowattstunden fassende Akkuvariante 100 Kilo leichter ist als der Dual-Motor und die andere Variante ist 150 Kilo leichter. Heißt, man versucht mit diesem paar PS eben die 50 Kilo wieder auszugleichen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier vorne noch zu. Wir gehen jetzt gleich in den Innenraum, da erzähle ich euch dann noch was zum Infotainment-System. Wir haben ja hier das Google-Betriebssystem, was ich sehr gut finde, das möchte ich euch zeigen. Und anschließend fahren wir hier gemeinsam durch Köln, werden gemeinsam rekuperieren, den Kriechmodus ausprobieren und auch die Lenkung anpassen und danach gibt es noch ein kleines Fazit. Kommt mit! Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum. Als allererstes möchte ich euch dieses Glasdach hier zeigen. Schaut euch das mal an, das macht ein mega das schöne Raumgefühl hier drin. Einzigster Nachteil, im Sommer heizt es ein bisschen auf hier drin. Wir haben den ja auch schon im Sommer getestet, aber dafür habt ihr auf jeden Fall einen hellen Innenraum und ihr fühlt euch so ein bisschen wie in einem Aquarium. Schade, dass man nicht hier öffnen kann. Es ist ein festes Glasdach, kein Glasschiebedach. Aber ich würde es trotzdem auf jeden Fall immer wählen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam mal die Sitze an. Das ist jetzt ein Neoprenstoff, der sehr angenehm auf der Haut ist. Hier in Kombination mit einem Stoff nochmal. Hier oben habt ihr Mikrofaser, was sich so ein bisschen anfühlt wie Velour oder eben Alcantara. Integrierte Kopfstütze, die sehr stark an Volvo erinnert. Wir sind ja hier auch in einem Geely-Tochterfirma, Konzernprodukt. Auf jeden Fall sind die Sitze sehr bequem. Bisschen hart gepolstert hier oben, was aber sehr weich gepolstert ist hier vorne die Knieauflage, die ihr noch mal so rausfahren könnt. Schaut euch das mal an, die ist super weich, sehr angenehm. Ich brauche es aber meistens nicht, weil ich relativ kurze Beine habe. Einstiegsleiste haben wir jetzt in dem Fall auch und die sieht ja zurückhaltend aus, aber trotzdem edel. Schaut mir mal noch in die Tür und da habt ihr jetzt eben genauso wie auf der Rückbank auch quasi die gleichen Elemente. Heißt, ihr habt da den Stoff, ihr habt da noch mal dieses Neopren und unten habt ihr dann eben noch so ein bisschen Hartplastik, könnt aber auf jeden Fall eine große Flasche mit transportieren, was ich sehr gut finde. Wenn wir jetzt hier über das ganze Cockpit und den Aufbau sprechen, fällt erstmal auf, dass wir wenig Knöpfe haben, was ich erstmal gut finde und aber sehr viele dunkle Materialien. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein dunkles Holz, wir haben hier wieder Stoff, das hier ist alles Soft Touch. Ihr habt hier übrigens serienmäßig bei Plus auch eine Harman Kardon Anlage, die einen sehr guten Sound macht. Vor allem lohnt sich das jetzt hier bei einem Elektroauto, weil da hört man natürlich viel mehr, weil man diese ganzen Motorgeräusche nicht hat. Und die Mittelarmkonsole ist jetzt hier aufgesetzt, hat hier auch nochmal das Holz. Hier in der Mitte Klavierlack, das muss man mögen, weil das ja relativ anfällig ist für Flecken. Eine induktive Ladefläche, einmal noch die Möglichkeit, das Handy abzulegen, ist auch so ein bisschen wie im Tesla Model 3. Und hier habt ihr dann
die Möglichkeit, es zurückzufahren und auch aufzumachen. Cupholder hinten, vorne Cupholder, könnt also euren Coffee to go auch mitnehmen. Ich mache es hier mal wieder zu. Achtung, Jan. So. Und jetzt sprechen wir, wenn Jan mal reingekommen ist, vielleicht über das Lenkrad und über das Infotainment-System. Als allererstes, Lenkrad liegt gut in der Hand, ist jetzt hier all black, genauso wie mein Outfit heute, also heißt Polestar, Stern in schwarz, der Pralltopf ist in schwarz und auch hier das Lenkrad ist in schwarz, relativ dick, aber angenehm in der Hand zu tragen. Hier habt ihr dann eben alle Assistenzsysteme und hier habt ihr dann nochmal die Möglichkeit, wenn das Auto gestartet ist, das mache ich gleich, wenn wir das Infotainment-System besprochen haben, weil sonst piepst es die ganze Zeit, hier vorne das Cockpit umzustellen und dann hier auch noch die Sprachsteuerung. Wenn wir uns das Cockpit jetzt vorne anschauen, ist es jetzt hier im Ruhemodus eigentlich nur mit der Information, wie der Batteriefüllzustand ist und wie hoch die Reichweite ist. Wir besprechen gleich mehr dazu. Erstmal aber über das Herzstück hier drin und zwar das Infotainment-System. Ein aufrecht stehendes iPad, so kann man es zumindest beschreiben. Schwarze Umrandung drumherum, es ist jetzt ein Google-Betriebssystem. Heißt, wir haben jetzt hier den Google Assistant drauf. Wir haben hier auch Google Karten, also Maps mit dabei. Das ist mega gut. Ihr habt ja auch Spotify beispielsweise. Heißt, wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir hier ganz easy einfach über Spotify Musik hören. Es gibt sogar Polestar 2 Favorites, sehr witzig. Habt ihr aber auch eben einen Videoplayer, heißt, wenn ihr gerade unterwegs seid beim Laden, könnt ihr einfach hier streamen, könnt euch von der Tagesschau beispielsweise Sachen anschauen. Das ist schon ziemlich cool. Oder ihr könnt auch auf dem YouTube-Kanal von uns vorbeischauen und den einfach direkt abonnieren, wenn ihr damit unterwegs seid. Da seht ihr, das NTV geht auch. Habt ihr BBC oder Al Jazeera, also alles auf jeden Fall am Start. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, ist eine Sache super interessant, die ich euch gerne zeigen würde. Hey Google, navigiere zum nächsten Bäcker. Nach Rainer Hütten, Bäckerei, Konditorei navigieren. Ja, und so schnell geht's. Da ist die Navigation, wird sofort auch gestartet und das funktioniert sehr schnell. Das erkennt vor allem auch meine Sprache, was ein großer Vorteil ist. Und Google ist man einfach gewohnt, da habe ich zumindest sehr großes Vertrauen drauf, weil es halt eben meistens sehr gut aktualisiert ist, anders als viele andere Navis, die ihr extra immer dazu kauft bei Autos. Hey Google, Navigation abbrechen. Navigation wird beendet. Ihr seht, das funktioniert alles. Ich habe hier auch keine Angst vor Vorführeffekten beim Film, was natürlich sehr wichtig ist. Jetzt haben wir hier oben noch so Short-While-Knöpfe, heißt, hier haben wir alles zum Fahren. Könnt das Lenkgefühl einstellen, machen wir gleich bei der Fahrt, könnt Kriechen einstellen, beziehungsweise das One-Pedal-Driving, könnt das ESC auch ausmachen. Hier habt ihr dann alle Assistenzsysteme, die ihr jetzt habt. Bei der Pilotversion habt ihr auch nochmal die 360-Grad-Kamera, die ich euch gleich zeige. Hier die Übersicht zum Aufladen. Und wenn ihr jetzt wieder zurück auf die App-Navigationssache geht, habt ihr hier übrigens auch Android Auto, Apple CarPlay wird es erst ab 2022 geben, was ein bisschen schade ist. Und jetzt habe ich euch ja versprochen, die Rückfahrkamera zu zeigen. Heißt, hier ist jetzt die 360-Grad-Kamera dabei. Da seht ihr dann einmal drumherum. In dem Fall ist die Tür noch offen, aber Jan macht sie vielleicht gleich noch kurz zu, dann seht ihr es gleich. Da ist es, genau. Habt einmal rundherum eben den Blick um das Auto, macht euch also auch keine Felge mehr kaputt, außer ihr stellt euch wirklich sehr blöd an und habt hier eben dann nochmal das Ganze, könnt ihr aber wieder auf Park gehen. Und jetzt kann ich euch hier vorne das noch zeigen. Also kurz auf OK. Und hier seht ihr jetzt eben die Navigation, die man sich eingestellt hat. Oder wenn ich jetzt hier draufklicke, habt ihr hier nochmal eine andere Ansicht, nochmal wie schnell ihr fahrt und auch nochmal wie sehr ihr rekuperiert. Das schauen wir uns jetzt nochmal genau bei der Fahrt an. Und genau das würde ich jetzt gemeinsam mit euch machen. Wir fahren jetzt gemeinsam los und schauen mal, ob der Frontantrieb jetzt hier bei dem regnerischen Tag klarkommt. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und vielleicht ist dem geschulten Auge jetzt von euch aufgefallen, dass wir jetzt hier keinen Start-Stopp-Knopf haben. Denn beim Polestar 2 kann man jetzt einfach auf die Bremse und super easy nach unten shiften. Dann sind wir schon in D. Da vorne seht ihr es übrigens. DNR seht ihr dann eben links und rechts habt ihr eben, ob wir rekuperieren oder eben Power ausgeben. Und jetzt fahren wir mal gemeinsam los. Und erstmal, wir fahren Elektroauto. Heißt ruhig, entschleunigend. Ich mag das total gerne. Das Einzige, was man dazu sagen muss, das ist schon ein ziemlich straffes Fahrwerk. Es ist ambitioniert. Ihr bekommt jetzt hier nicht das Performance-Paket. Heißt, ihr habt hier immer das gleiche Fahrwerk, egal ob jetzt beim kleinen oder auch beim großen Akku. Und was wir jetzt als erstes machen, ist gemeinsam beschleunigen. Wir gehen jetzt hier mal ein Fahrzeug, haben jetzt hier Lenkgefühl gering und haben jetzt das One-Pedal-Driving mal komplett aus, kriechen auch. Und ich drücke jetzt mal aufs Gas. Beschleunigung 7,4 Sekunden auf 100. Wir gehen jetzt mal auf 50 und schauen mal, was er kann. Ja,
Hat nicht gestempelt, obwohl auch der Boden ein bisschen nass ist. Es regnet ja heute schon den ganzen Tag hier in Köln, was super ätzend ist, vor allem hier für die Bilder. Wir hätten euch den gerne bei Sonnenschein gezeigt. Aber egal, auf jeden Fall, Frontantrieb macht sich zwar bemerkbar, weil wir jetzt hier auch eine andere Gewichtsverteilung haben, aber wir haben auf jeden Fall gar kein Problem damit, dass der irgendwie stempelt oder so. Und vielleicht, wenn ich das Thema Gewichtsverteilung angesprochen habe, bei dem Dual-Motor habt ihr ja eine nahezu perfekte Gewichtsverteilung von 49:51. Woran liegt es? Ihr habt vorne und hinten einen Elektromotor und damit eben fast eine 50-50% Verteilung. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen schneller um den Kreis gehe, merkt man, okay, der ist ein bisschen frontlastiger ausgelastet, aber so ja ausgelegt, aber es fährt sich sehr dynamisch, es fährt sich sehr spritzig und vor allem jetzt hier im Stadtverkehr total agil. Und jetzt haben wir hier das Lenkgefühl. Das können wir von gering zu fest in verschiedenen Direktheitsstufen einstellen. Heißt, gering ist relativ synthetisch, schwammig, Standard ist ein bisschen direkter und fest ist dann eine sehr direkte sportliche Lenkung, die mir persönlich am besten gefällt. Und jetzt schauen wir uns mal den Wendekreis ein. Ich lenke jetzt hier einmal komplett rein und ja, das ist gut, das ist ausreichend für die Stadt. Ich komme hier sehr gut herum, habe jetzt hier auch relativ kurze Überhänge, wenn man sich das Auto mal so im Profil anschaut. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Und jetzt sprechen wir vielleicht erstmal, bevor wir über die Rekuperation sprechen, über die Reichweite. Und angegeben ist der jetzt bei 540 Kilometer bei der Long Range Variante. Die Normal Range Variante hat ja dann die Reichweite von 440 Kilometer, also 100 Kilometer weniger. Und jetzt ist interessant, wie weit sind wir gekommen? Ja, bei uns waren es so ungefähr 450 Kilometer. Wir haben ja jetzt hier auch noch die Wärmepumpe, heißt die optimiert ja auch nochmal, weil sie so ein bisschen die Klimaanlage noch mit einbezieht und da eben mehr Reichweite mit raushaut. Und ich habe hier richtig Spaß. Ich fühle mich ja aber trotzdem leicht im Auto. Es ist sehr sportlich jetzt hier. Jan wird wahrscheinlich auch irgendwann noch schlecht, wenn wir hier die ganze Zeit im Kreis fahren. Aber auf jeden Fall ist die Reichweite für den Alltag absolut ausreichend. Und jetzt sprechen wir vielleicht mal hier noch über das Kriechen. Und das habe ich jetzt aktuell aus. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das sich genau ausprägt, beziehungsweise wie es sich dann anfühlt. Und wenn ich jetzt hier bremse und ich dann starte und aufs Gas drücke, bremst er wieder eben runter und kriecht nicht weiter. Wenn ich das Kriechen anmache, versuchen wir es nochmal, kriecht er von alleine los. Heißt, er kriecht. Genau so kann man es eben übersetzen. Und wenn ihr jetzt aber das One-Pedal-Driving umstellt, machen wir das jetzt mal wieder aus. Hier haben wir jetzt das One-Pedal-Driving aus. Heißt, ich gehe jetzt nochmal auf das Gas. Ihr seht jetzt hier, ich gehe runter aufs Gas und er chargt jetzt ganz leicht. Er rekuperiert also leicht. Wenn ich jetzt auf gering gehe, drücke ich jetzt nochmal aufs Gas und jetzt Power, seht ihr da vorne, jetzt gehe ich runter. Und der rekuperiert, also verzögert schneller. Und wenn wir jetzt auf Standard gehen, haben wir ein komplettes One-Pedal-Driving. Heißt, der verzögert so stark, dass wir auf 0 abbremsen. Und damit habt ihr eben das höchste Reichweitenpotenzial. Was bedeutet eigentlich rekuperieren? Ja, der Elektromotor kann gleichzeitig oder eben andersherum auch als Generator dienen und den Akku eben aufladen. Heißt, die Energie, die normalerweise bei einem Verbrenner verpufft, also wegfliegt, habt ihr jetzt hier im Schubbetrieb oder auch beim Bremsen und wird halt eben wieder zurückgespeist in den Akku. Das ist ein großer Vorteil und darum kommt es natürlich immer darauf an, wenn wir über Reichweite sprechen, wo ist man denn überhaupt gefahren. Wir hatten jetzt übrigens einen Verbrauch von 19,7 Kilowattstunden. Auch das ist okay. Jetzt fahren wir hier nochmal rückwärts. Ihr seht jetzt hier auch diese 360-Grad-Kamera. Die ist mega praktisch. Ich komme jetzt einmal nach hinten, habe gar keine Probleme, fahre jetzt hier auch nirgendwo hin. Sieht auch übrigens immer ganz fancy aus für TikTok oder so. Falls ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr auch gerne mal bei uns gucken. Ja, und alles in allem macht dieses Auto super Spaß. Es ist sportlich, ihr habt eine gute Reichweite und genau diese Variante wäre auch die, die ich mir jetzt beim Polestar aussuchen würde. Was sie genau kostet, werde ich euch gleich erzählen. Erstmal möchte ich euch jetzt noch einmal kurz zeigen, wie das mit dem Rekuperieren genau aussieht, weil ich glaube, das hat nicht ganz gefangen. Heißt, wenn ich jetzt hier runter gehe, seht ihr das Chart? Und wenn ich jetzt hier wieder aufs Gas gehe, gebe ich eben die Power aus. Beschleunigung ist auch absolut ausreichend. Wer noch mehr Performance möchte, muss eben zu der Dual-Motor-Variante greifen. Dann ist man unter 5 Sekunden auf 100. Mir reicht diese vollkommen aus. Was wir jetzt als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann kriegt ihr noch ein Fazit und ich erzähle euch, was der kostet. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, jetzt hier nach Köln zu fahren, auch wenn wir jetzt insgesamt 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück unterwegs sind, weil ich wollte diese Version unbedingt testen. Warum? Weil das genau die ist, die ich mir kaufen würde. Heißt,
Single-Motor und die Long-Range-Version. Warum? Macht für mich absolut Sinn, denn ihr habt hier die höchste Reichweite, die ihr beim Polestar 2 bekommen könnt. Ihr habt hier in dem Fall den besten Preis bzw. das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sprechen auch gleich genau über den Preis, aber jetzt erstmal vielleicht generell zum Polestar 2. Ich habe ihn euch ja schon oft vorgestellt. Ich finde ihn jetzt als Frontantrieb sehr angenehm zu fahren. Er ist trotzdem noch spritzig. Diejenigen, die wirklich ein sehr performanceorientiertes Auto haben wollen, können natürlich immer noch zum Dual-Motor greifen. Auch da sprechen wir gleich noch über den Preis. Die Version reicht für mich aber absolut aus und ist vor allem nicht nur für die Stadt gedacht, sondern man kann damit auch längere Strecken fahren. Wir sind ja jetzt in unserem Test ungefähr 450 Kilometer weit gekommen. Das ist absolut ausreichend für den Alltag, aber auch eben nochmal für eine längere Strecke. Auch die Ladezeiten sind gut. Schnellladen ist jetzt in dem Fall auch sehr gut mit bis zu 155 kW Schnellladeleistung. Geht auch relativ fix. Und ich habe euch ja im Innenraum auch gezeigt, man kann sich auch ein Video angucken, man kann auch irgendwie mal einen Kaffee trinken, dann ist das Ding halt eben schon voll. Innenraum, sehr zukunftsorientiert, vegetarischer Innenraum, nachhaltig produziert. Wir haben hier ein Google-Betriebssystem, also alles, was ich in so einem Elektroauto möchte. Man kann natürlich kritisieren, dass man auf der Rückbank nicht so viel Platz hat, aber für mich, in meiner Größe, ist es absolut ausreichend gewesen, für eure Kinder ja in dem Fall auch, außer ihr habt ja Basketballkinder, Riesenkinder. So, und jetzt sprechen wir aber über den Preis und über die Ausstattungsvarianten. Ich habe hier einen kleinen Zettel mit dabei, den ich euch unbedingt zeigen wollte, weil ich finde es sehr gut. Denn Polestar macht es dem Kunden nicht kompliziert. Ihr habt jetzt hier die schwarze Farbe, Void, kostet keinen Aufpreis. Ihr habt jetzt hier die Long-Range-Variante, kostet nochmal 3.000 € extra. Und beide Ausstattungspakete, die möglich sind, Pilot und Plus. Performance gibt es ja nur beim Dual-Motor. Und der beginnt jetzt bei der kleinen Akku-Variante bei 45.000 €, bei der großen Akku-Variante jetzt hier bei 48.000 € und die Dual-Motor-Version kostet dann 52.000 €. Da könnt ihr dann aber auch noch eine Förderung von 10.000 € abziehen. Heißt, der hier kostet laut Liste 52.930 €. Heißt, ihr bezahlt am Schluss nur noch 42.000 €, was ich einen sehr guten Preis und vor allem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finde. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Wir zeigen euch die neuesten Autos auf dem Automobilmarkt. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!